Ja, hallo, ich bin der Manuel Scharf von SRS Sports. Heute beschäftigen wir uns mit der Tankversiegelung und der vorherigen Tankreinigung natürlich. Wir haben die Tankreinigung und das Tankentrosterkonzentrat. Zuerst wird die Tankreinigung eingebracht mit heißem Wasser zwischen 50 und 65 Grad. Wir machen es wieder auf unserem Ofen, auf unserem Werkstattofen. Damit kommen wir am besten klar. Das Wasser ist vorgewärmt aus dem Boiler, wird angemischt, rumgerührt. Dann füllen wir das heiße Wasser mit dem Reinigungskonzentrat in unseren Tank ein, lassen es 30 Minuten bis eine Stunde im Tank einwirken. Nach der Einwirkphase lassen wir das ab. Wenn die Flüssigkeit noch recht sauber ist, kann man die auch wiederverwenden, wenn man noch mehrere Tanks machen will. Wenn nicht, kann sie ganz normal übers Abwasser entsorgt werden. Der gereinigte Tank wird jetzt mit Wasser nochmal ausgespült und danach folgt dann die Entrostung. Die Tankentrostung, die machen wir mit dem Tankentrosterkonzentrat. Das Wasser wird wieder auf 60 bis 85 Grad erwärmt. Das Tankentrosterkonzentrat wird eingemischt ins Wasser, das sich auflöst und wird dann in den Tank eingefüllt. Der Tank wird wieder auf dem Ofen gelagert, damit es warm bleibt. Die Einwirkzeit ist wieder zwischen 30 Minuten und einer Stunde und nachher wird das Entrosterkonzentrat abgelassen. Ist der Tank nicht sauber genug, dann könnte man das Ganze nochmal wiederholen. So, nachdem der Tank nun gereinigt und getrocknet ist, blasen wir nochmal aus, vergewissern uns auch, dass da keine Bestandteile mehr im Tank, die sich gelöst sind, liegen könnten, alte Siebe oder Roststückchen, und können nun mit dem Versiegeln beginnen. Das Versiegeln verhält sich so: Ich verschließe die Öffnungen vom Tank, also die Benzinhähne. Wir nehmen die alten Benzinhähne dafür, schrauben die ein. Dann haben wir Creme rot oder weiß, je nachdem, was wir benutzen wollen, mit dem Reaktionsmittel. Das beide wird gemischt, wird angerührt. Man muss sich beim Anrühren auch wirklich Mühe geben, damit es sich gut vermischt, damit die Schwebstoffe nicht unten auf dem Boden anhaften. Wenn es sorgfältig aufgerührt ist, dann fülle ich dieses 2-Komponenten-Gemisch in meinen Tank ein und drehe, wende den Tank wieder mehrmals über Kopf, zur Seite, rauf, runter, in alle Richtungen und vergewissere mich immer wieder mit der Taschenlampe, dass auch alle Ecken und Enden im Tank mit der Versiegelung benetzt sind. Nachdem ich den Tank einige Male gewunden habe und ich mir sicher bin, dass der Tank komplett versiegelt ist, öffne ich einen der Benzinhähne und lasse die ganze Plöre wieder auslaufen. Danach ist man ganz überrascht, wie viel wieder rausläuft. Die nicht anhaftende Beschichtung lasse ich wieder in das Behältnis einlaufen, verschließe das, um nach ca. 6 Stunden die Tankversiegelung nochmals durchzuführen. Und die Tankversiegelung nach 6 Stunden verfolgt nach dem gleichen Schema: oben einfüllen mit den verschlossenen Ablässen, wenden, drehen, winden, immer wieder kontrollieren, dass alle Ecken im Tank benetzt sind, und was danach übrig bleibt, in die Dose einfüllen und über den Hausmüll entsorgen. Der scheinbar trockene Tank kann jetzt nach der 6-stündigen Abtrocknungszeit ins Regal wandern und muss hier offen noch 8 Tage nachtrocknen. Vorher verträgt die Versiegelung keinen Kraftstoff. 8 Tage später kann dieser Tank verbaut werden und wieder im Straßenverkehr teilnehmen. Für die, die Angst haben oder eine super tolle Lackierung haben, empfehlen wir, den Tank an uns zu schicken, dass wir die Arbeit für euch übernehmen. Und alle anderen, die sich das zutrauen, können das ganze Programm von Ammo und Tanktechnik bei uns über den Shop bestellen. Das war das Hexenwerk.